Na, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu die Outer Worlds. Wir sind auf der Suche nach Brixton. Da ist ein Haus. Was ist mit dem Haus hier, ne? Ist das Haus, was sie meinte, die Ruine? Wir haben ja gerade eben nach Brixton gesucht, haben hier so ein bisschen Info bekommen, wo er sein könnte. Ich vermute mal... Ach nee, wir müssen raus, ne? Agnes, grüß dich. Auf nach Stella Bay. So, wo müssen wir hin? Wo sind wir? Es ist nicht so weit, ne? Haus 200 Meter. Die 200 Meter, da brauchen wir, glaube ich, mal ausnahmsweise kein Taxi, aber nur, weil wir gerade richtig deftigen Schweinsbraten gegessen haben und deswegen halt, ja, schadet einfach nicht. Wir sind so ziemlich der Low-Pop unseres Teams, ne? Unsere Begleiter natzen alles weg und wir sind so, wir sind halt da. Wir sorgen für Aufregung bei den Gegnern. Boah, ich hab das eben im Griff, ne? Und ich laufe nochmal durch die Säure, na klar. Wieso denn noch nicht? Hauer, hauer. Ich hoffe, wir haben nicht wieder einen Bug, ne? Dass es nicht mehr aufhört. Ja, machen wir die nochmal weg hier. Easy. Muss er auf in die Ruine. Ich glaube... Also wenn die Lieferung hier hinging, ne? Was ist das für ein komischer Raum, ne? Hier die Wand, dann Holz und dann ist hier einfach nur ein leerer Raum. Verstehe ich nicht so ganz. Ist nicht klar, es steht draußen. Martha Residenz. Alles klar. Okay, ist doch größer als gedacht. A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. I, for one, welcome a reprieve from our travels. That is, if you'll have us, kind sir. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Ich reagiere natürlich auch so, wenn eine Gruppe wildfremder Personen in meine Wohnung oder in meine Residenz kommen, da reagiere ich natürlich komplett gleich, ne? Ich bin dann ungefragt rein und ohne zu klopfen, ohne irgendwie anzuleiten, ohne irgendwas kommen einfach, ne? Ich reagiere 1:1 gleich. Ich suche nach einem Mann namens Braxton, er soll angeblich hier gewesen sein. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptidons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Ich bin mir nicht sicher, wo ich das essen soll. Bist du sicher, dass du Braxton nicht gesehen hast? Ich habe gehört, er wollte euch Medikamente bringen. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this. Jo, sage ich auch. Der sieht ziemlich fertig aus, der Typ. Oh, hello there. You come for dinner? Eigentlich suche ich nach einem Mann namens Braxton. Also dieses Essen, dieser Tisch, das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 7, ne? Dieses nette Familienessen. Sorry, I'm not real good with names. Stimmt was nicht? It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. Other times it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Alter, was für Zeug schluckt ihr hier draußen? Vielleicht kann ich dir helfen. That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? Ich lass dich mal lieber in Frieden, mein Freund. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Oha. Yet the Eternal provides, does it not?
Warum haben hier alle eine Monobraue? Warum? Die ganze Familie hat eine Monobraue. Optimistisch bist du auf alle Fälle. Wenn ihr so gerne Gesellschaft habt, warum lebt ihr dann hier draußen? Ich hoffe, du predigst nicht das gesamte Essen lang. The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Ich glaube, die haben auch relativ starkes Zeug im Essen, ne? Die Dinge fügen sich schon irgendwie, schätze ich mal. Was meinst du damit? Just that your presence here is a gift to us, and one that we don't take for granted. Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? Ich will hier nicht essen. Und eine Pinzette wäre ein Geschenk für euch, ne? Die ist abgeschlossen. Bild es mal nach. Die war abgeschlossen. Hey, what are you doing in my room? Nix. Wenn du nicht willst, dass Leute durch dein Zeug wühlen, dann schließ es weg. Sorry, hab mich nur umgesehen. Liar. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Deine Raketenbonbons? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Like the other man used to bring. Ah. Welcher andere Mann? I'm not telling you. Braxton. Wie hat die so schnell hier oben sein können, ne? Hier versteckt sich auch niemand. Quietly now. Den. I thought I'd seen the worst of humanity. Ich wusste, warum ich nicht zum Essen bleiben will. Ain't enough that the raps eat everyone? Now people are doing it too? Name Hecht Braxton. Vorgesetzte Ballard Wärmer. Deswegen ist er nicht mehr zur Arbeit gekommen. Stelle Leitner, bestkathologischer Gesundheitsmanager, MSI. Das war ihr Gesundheitsmanager, stimmt. Bei Verlust bitte an Ballard Wärmer oder den aktuellen Leiter der MSI Fischereibetriebsinstaller B zurückgeben. Essenszeit aufheben. Sag ich doch, wie bei Resident Evil. Wir wären nicht zum Essen geblieben, wir wären das Essen gewesen. Haben wir hier sonst noch was? Vorratskammer ist leer, die Vorratskammer liegt drüben im Bett. Ich glaube, ich rede sie mal drauf an. But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Na, ganz ruhig, das muss kein schlechtes Ende nehmen. Yep, eine meiner besten Qualitäten. Der mörderische Kannibale beschuldigt mich der Neugier. Yep, aber yep, eine meiner besten Qualitäten. How very rude. Time to teach you some manners. Damn mind! Jupp, easy. Metterriegel. Die brauchen uns ja eh nicht mehr. Ne? Komische Familie. Jetzt ist ja auch kein Diebstahl mehr, wenn sie alle tot sind. Armer Braxton, ne? Das hat niemand verdient. Und normalerweise lässt man sie am Leben, damit das Fleisch frisch bleibt, ne? Spielen können wir leider auch nicht. Aber wie cool das aussieht, ne? Aber hätten wir ihn auch mal gefunden. So, jetzt müssen wir wieder zu Velma.
Ja, tun's haben wir beim letzten Mal hier vergessen, ne? Das nehmen wir jetzt wieder mit. Ja, die Schilder auch so gut. Ne? Ich mag den Stil einfach von dem Spiel. Aber deswegen sind sie auch verrückt geworden, weil ich kann es ja selbst nicht irgendwie aus eigener Erfahrung sagen, aber was man so in Filmen hört oder sieht, da wird man immer verrückt, wenn man Menschenfleisch isst. Ich weiß ja nicht, wie weit das stimmt. Ich hätte ihn ja mitnehmen können, den guten Braxton, aber hey. Ich glaube, das hätte sie nicht sehen wollen. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Lügnerin. Ich habe schlechte Nachrichten wegen Braxton. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? Ja, so ungefähr. Er wurde bei den Ruinen von Kannibalen getötet. That's... Wow. I sure feel like an ass now. Ja, kann man ja nicht wissen. Kopf hoch. Vielleicht kannst du endlich jemand Besseren einstellen. Ein abscheulicher Tod. Na, nicht gerade gut, behaupte ich. Oh, ja, ist ein abscheulicher Tod. Ah. Ease up. I'm running on a chronic shortage of sleep here. Still, it's good to know what Falsche happened to Taste him. gedrückt. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? Ja, nee. Sonst nix. Pillen dosieren. Die Ratte aus Edelstahl, das war das. Besuche das Apartment nach Hinweisen. Die Ratte aus Edelstahl, das war ja das, wo wir vorhin waren, ne? Da haben wir die Wohnung schon durchsucht, aber haben wir da nicht alle Hinweise gefunden? Wir haben die Tasche gefunden, ja. Aber, warte mal, die Wohnung war ja hier irgendwo, ne? Nee. Die war ja nicht weit weg. Hä? Wo sind denn noch Hinweise? Tasche haben wir ja gefunden. Ja. Aber wo sind noch Hinweise? Irgendwelche Sachen zu durchwühlen? Adreno. Raumschiffmodell, ja, aber... Ach, das Ding. Wurfball-Wettbeleg. Dieser Wettbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Er wurde von Left Field Tossball Betting ausgestellt. Ich glaube, ich weiß, in welchen Laden wir jetzt müssen. Ah, nee. Warum müssen wir zum Nell? Achso, weil es ja ihr Laden ist, ne? Entschuldigung, die kennen wir aber auch irgendwo, ne? Left Field. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Ja, ich habe diesen Wettchen in der Wohnung eines toten Mannes gefunden. Hast du eine Ahnung, was mit ihm geschehen sein könnte? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Was haben schlechte Zähne mit ihm zu tun? Ah, aber egal. Komm zum Punkt. Weißt du, wer es war oder nicht? Was haben seine Zähne damit zu tun? They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving dental industry, and Isaac seemed to get stuck in all sorts of bad habits, dietary and otherwise. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. Na, ist nie gut, ne? Wettschulden sind halt, ja. Wem hat er denn Geld geschuldet? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Okay, danke für deine Hilfe. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do.
Alles klar. Muss man hin. Elijah. Aber ganz wichtig, dass er schlechte Zähne hatte, ne? An das hat sie sich erinnert. Das war auch die wichtigste und eigentlich seine einzige Eigenschaft. Er hatte schlechte Zähne. So, hinterm Laden hat sie gesagt. Ich vermute mal hier. Ja, moin. Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Berta already pissed by those crates to market. Ja klar, mach ich auch. Also wenn ich irgendwo neu bin, ich bin gleich einfach mal hin, um es zu markieren. Ich weiß, dass du Isaac ermordet hast. Jo. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Naja. Einschüchtern. Ich mache es zu meiner Angelegenheit. Du willst dich nicht mit Sublights VP für aggressive Akquisitionen anlegen? Na gut, vergessen wir die ganze Sache einfach nie, aber ich mache es zu meiner Angelegenheit. Oh yeah? What are you saying exactly? Du hast die Leute lang genug tyrannisiert. Wenn du weißt, was gut für dich ist, verschwindest du und kehrst nie wieder zurück. Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Er kommt hier mit dem Mord davon, ne? Aber er tyrannisiert wenigstens die anderen nicht mehr. Müssen wir zu ihr? Ah, zu ihm. Aha, the helpful stranger I've heard so much about. Here to do business, hmm? Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Oh, Schmierlappen, ne? Aber wir sind halt ein berühmter Wurfballspieler, deswegen, wir brauchen seine Kohle. Nein, du hast ein Meeting mit mir. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here? Ich kack dir auf den Tisch. Bitte? Ich habe mich selbst geschickt. Ich gehe dorthin, wo es mir beliebt. What a charming notion. One doesn't meet many free spirits in Halcyon. Not outside Tartarus prison, anyway. Forgive me, I'd be positively enraptured. Only, I take it this means you aren't here for Saltuna. Hey, es könnte immer noch beides sein. Ich fürchte nicht. Wenn ich noch ein einziges weiteres als Essen getarntes Forschungsprojekt in dieser Spread-verfickten Kolonie essen muss, ersteche ich wen. Yes, that's it. Channel your anger. I only wish I could do the same. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Was genau hoffst du zu erreichen? Wenn du nicht mehr an die anderen Konzerne gebunden bist, wieso willst du sie zurückholen? Das hört sich nach einer Privatsache an. Ich habe was anderes zu tun. Ja, aber was genau hoffst du zu erreichen? Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. Something to be said for perseverance. I endeavor to persevere myself. We've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Ja, und vor allem Max will noch lange hier bleiben und leben, weil er hat sich ja endlich selbst gefunden, ne? Und du hast einfach genug vom Schnorren und Zusammenkratzen, ja? Hört sich an, als ob du freier als irgendjemand sonst in Halcyon bist. Wieso nimmst du es nicht einfach so, wie es ist? Aber du hast einfach genug vom Schnorren und Zusammenkratzen, ja? Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Ja, ein gutes Argument. Was willst du dagegen unternehmen? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. A lot of good that'll do. They'll just find another reason to turn tail and abandon you. Not if we secure the proper safeguards first. And if our advertising scheme hasn't borne fruit,
then perhaps it's time we took matters into our own hands. Und die Lady weiß, wie der Hase läuft. Genug Vorgeplänkel, wie sieht der Plan aus? It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Ja, ihr scheint hier ein kleines Raptidon-Problem zu haben. Schön und gut, aber wie willst du das anstellen? Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Ein Bolt für alle Fälle, ne? Dieses Bolt 52 klingt praktisch. Was ist das denn? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Das ist eine Magnum auch. Intelligenz können wir nicht machen. Oh, also sprichst du von einer Feder. Wo kann ich es finden, wenn du das Bolt 52 hast? Was ist dann der andere Teil des Plans? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Okay, warum sprichst du das so aus? Saying what which way? Aas. Du sagst Aas statt Aas. That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Also AAS statt Aas, ne? Ich werde es schon erkennen, wenn ich es finde. Na gut, ich sehe mal, was ich tun kann. Ja, ich werde schon erkennen, wenn ich es finde. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Okay, bevor ich gehe, muss ich dir noch ein paar Fragen stellen. What can I do for you? MSI muss die Frequenz frei halten. Ihr blockiert die Station auf dem Devil's Peak. You think we're the problem? Have you even heard the nonsense Graham is spewing? Unfortunately, it's hard to have not heard it around these parts. It isn't easy keeping a town like Stellar Bay afloat, especially without the board's backing. We need that frequency to reach our trading partners. Es muss eine andere Möglichkeit geben, für euch geben zu handeln. Indeed. That's why it's imperative that MSI be reinstated onto the board. And the first step is getting the Bolt 52. Ja, der mit seinem Bolt. Isaac Rose ist tot. Ich habe seinen Mörder gefunden. But that's terrible. What happened? Es war Elijah und seine Hooligan-Freunde. Ich habe sie aus der Stadt vertrieben. I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. Eventually, ne? Natürlich hättest du das, wenn du das sagst. It really was on my to-do list. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Ja, danke schön für diese 625 Bits. Ich habe Fragen zu MSI und deren guten alten Zeit. Then it's good that I keep such meticulous notes. Wieso wurdet ihr überhaupt aus dem Vorstand geworfen? I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Okay, meinst du, dass ihr euren eigenen Ausschluss herbeigeführt habt? Eile mit Weile, Sir. Darum kann man keinen Konzern und ihren sogenannten Satzungen trauen. Ja, meinst du, dass ihr euren eigenen Ausschluss herbeigeführt habt? Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then, it was known as Terra 1. Was mit den anderen Konzernen passiert? Terra 1 und Terra 2? Verstehe, der Vorstand hat seine besten Leute eingesetzt. Aber was mit den anderen Konzernen passiert? As you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. The hazards just gave them a reason to put to paper.
Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Alles klar, hört sich vernünftig an, aber nicht MSI, was? Our leadership at the time certainly wanted to. And how did that work out? Most regard Monarch as a lost cause. But there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Das heißt, du und Graham, oder? Wie progressiv von euch. Reformen sind was für Versager, Sancha. Reden wir ein andermal drüber. Nee, aber das heißt du und Graham, oder? Ah, so you've heard about our prior acquaintance. Und ich kann ihn nicht überzeugen, was? Überzeugen wir, es macht doch keinen Sinn, was zu verschweigen. Wir sind Partner, oder nicht? Das hättest du mir sagen können, oder? Warum versuchst du es zu verstecken? It was a lapse in judgment on my part, and one I'm not keen to recall. Graham seemed like a reasonable man years ago. We both agreed that MSI's treatment of its workers was untenable. I thought reforms would be enough. I didn't realize you wanted to abolish the corporate system entirely. Warum warst du so darauf bedacht, MSI zu reformieren? Wieso willst du eigentlich zurück in den Vorstand? Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, that'd go a long way toward rebuilding our homes. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. Die haben dich nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ist es das wert, zurückzukehren? Ich finde deine praktischen Einstellungen nicht verkehrt. Ich finde, alles ist besser als das Dasein eines Konzernknechts. Nee, aber ich finde deine praktische Einstellung nicht verkehrt. Indeed. We've got to consider realities, not ideals. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Sonst kannst du sie vergessen. Druckmittel? Aber welche Druckmittel meinst du denn? Don't get ahead of yourself, sir. Yes. It'll be easier to explain once we have the Bolt 52. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. Also zum Beispiel von den Reformen her, dass du die Arbeitszeiten verkürzen willst und sie nicht verkürzt, oder wie? Was ist die Gefahrenklausel eigentlich? It's straight bullshit is what it is. A fabrication rich folks use to preserve their investments by leaving a lot of people here to die slow. Nyoka has the right of it. It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. For the greater good. Allegedly. Und das hat man auf Monarch angewandt? Oh, du klingst skeptisch. Das klingt eigentlich nach einer vernünftigen Regelung. Nee, du klingst skeptisch. Monarch may be dangerous, but it's hardly the wasteland the board describes it to be. Whatever the board's goals, the greater good has little part in them. Ja, keiner weiß ja wirklich, was der Vorstand will, ne? Warum warst du so darauf bedacht, MSI zu reformieren? Reforms are humane, but they're also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Ja, hätte Fahrradkette. Ich nehme an, deine Bosse waren von dir nicht sehr angetan. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Na, okay. Reden wir ein andermal drüber. Wenn die Konzernspitze von MSI deinen Vorschlag nicht mochte, wieso seid ihr jetzt hier? Many of us chose to stay behind. And as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages.
Alles klar. Das ist mies sogar für die. I don't think I realized how far they'd stoop. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Ja, ist immer so eben Theorie und Praxis, ne? Du hast mir nicht gesagt, dass Hiram das Schlupfloch gefunden hat, mit dem MSI die Herrschaft über Monarch übernehmen konnte. Well, technically he may have suggested it, but he certainly wasn't doing the paperwork himself. Okay. Du hättest Hiram die Kontrolle über Devil's Peak überlassen sollen. Das war eure Abmachung. Technically he does. What exactly are you accusing me of? Oh, nichts. Du hältst deine Abmachungen nicht ein. Wenn du das bei mir probierst, wird das kein gutes Ende für dich nehmen. Now, there's no need to use that sultry tone with me. Hiram understands the way things are. After all, he has his own contacts on the board. Until we're back on the board, I need to run those advertisements. If there's no business on Monarch, then we all starve. Hiram included. Besides, Graham's the one you should really be concerned about. His propaganda does nothing but crowd the frequency. Okay, lass uns über etwas anderes What reden. can I do for you? Okay, gehen wir mal. Und Level Up. Yes. Warte mal, überzeugen. Intelligenz brauchen wir noch, ne? Intelligenz. Lügen einschüchtern, überzeugen. Können wir... Vorteile, ne? Es ist wahrscheinlich hier. Nee. Intelligenz, die ist hoch bei uns. Aber nicht hoch genug vermutlich. Überzeugen, Lügen einschüchtern. Ich würde mal überzeugen, hochballern. Yes. Jetzt haben wir auch die radiofreies Monarch schon angefangen, ne? Optional lösche die Daten auf Terminals im Gebäude. Optional Sanja möchte, dass du sämtliche Daten auf den Terminals in A's Gebäude vernichtest. Aber wir brauchen jetzt mal ein Bolt für alle Fälle. Fraktions... Also ist eh alles zusammen, ne? Nee. Ja, machen wir ein Bolt für alle Fälle. Das ist jetzt die nächste Quest, aber die machen wir. Jetzt haben wir schon wieder ewig überzogen, ne? Das, den Bolt für alle Fälle. Geiler Witz, ne? Geiler Witz. Den machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und... Tschö mit Ö. Ich habe nur geschaut, was der da... Agnes, was die da macht, ne? Keine Ahnung. Die hat sich so irgendwie komisch... Was macht die? Niest die, oder? Ja, egal. Bis zur nächsten Folge. Tschö.